Hallo und herzlich willkommen zurück beim German Vibes Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit uns Deutsch lernen möchtet. Ich bin Mia. Und ich bin Lukas. Bevor wir anfangen, haben wir eine kleine Bitte. Aktiviert die Untertitel in eurer Sprache. Falls eure Sprache noch fehlt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und bleibt bis zum Ende dabei. Wie immer wartet dort Alex auf euch. Er erklärt wichtige Wörter langsam mit einfachen Beispielen, damit ihr sie leicht verstehen und später selbst benutzen könnt. Also, Lukas, bist du bereit? Natürlich. Heute geht es um ein Thema, das wirklich jeder kennt. Genau. Heute sprechen wir über den Tagesablauf. Jeder Mensch hat einen Tagesablauf. Manche stehen sehr früh auf, andere bleiben lieber lange im Bett. Ich glaube, ich gehöre zur zweiten Gruppe. Das überrascht mich überhaupt nicht. Hey, so schlimm ist es gar nicht. Ach nein? Wie oft drückst du morgens auf die Snooze-Taste? Einmal, zweimal oder 10-mal? Vielleicht 4-mal oder 5-mal. Kommt auf den Tag an. Ich wusste es. Dein Wecker arbeitet härter als du. Sehr witzig. Und wie ist das bei dir? Springst du sofort aus dem Bett? Nicht sofort, aber ich stehe meistens nach dem ersten Klingeln auf. Wenn ich wieder einschlafe, bin ich später noch müder. Das verstehe ich. Bei mir ist es anders. Wenn der Wecker klingelt, denke ich zuerst nur noch 5 Minuten. Diese berühmten 5 Minuten. Genau. Und plötzlich sind 20 Minuten vorbei. Das passiert wahrscheinlich vielen Menschen. Was machst du als erstes, wenn du aufstehst? Als erstes gehe ich in die Küche. Ich glaube, ich weiß schon, was jetzt kommt. Naja, ich mache mir einen Kaffee. Ohne Kaffee fühle ich mich morgens noch nicht richtig wach. Natürlich. Ich habe schon gewartet, bis du Kaffee sagst. Das gehört einfach zu meinem Morgen. Während der Kaffee läuft, bereite ich mein Frühstück vor. Manchmal esse ich Brot, manchmal Müsli, manchmal nur Obst. Das hängt davon ab, wie viel Zeit ich habe. Bei mir ist das Frühstück fast immer gleich. Ich esse Brot mit Käse, eine Banane und trinke Tee. Ich mag einen ruhigen Start in den Tag. Ich bewundere Menschen, die morgens so ruhig sind. Ich bin morgens manchmal noch halb am Schlafen. Man merkt das, vor allem wenn du mit deiner Kaffeetasse durch die Wohnung läufst und noch gar nichts sagst. Das stimmt. Bitte sprecht mich vor dem ersten Kaffee nicht an. Das sollte man vielleicht als Warnschild an deine Tür hängen. Sehr lustig. Und was machst du nach dem Frühstück? Dann ziehe ich mich an, nehme meinen Rucksack und fahre zur Arbeit. Unterwegs höre ich oft einen Podcast oder Musik. So beginnt mein Tag immer mit guter Laune. Das finde ich schön. Ich höre morgens auch manchmal Podcasts, aber manchmal singe ich einfach im Auto. Echt? Und wie klingt das? Das verrate ich lieber nicht, sonst hören unsere Zuhörer nie wieder eine Folge vom German Vibes Podcast. Keine Sorge, vielleicht singst du gar nicht so schlecht. Vielleicht oder vielleicht doch. Das werden wir wohl nie erfahren. Also, der Morgen ist für viele Menschen der wichtigste Teil des Tages. Wenn der Morgen gut beginnt, läuft oft der ganze Tag besser. Da stimme ich dir vollkommen zu. Viele kleine Gewohnheiten am Morgen können den ganzen Tag positiv verändern. Mia, du hast gerade erzählt, wie dein Morgen beginnt. Aber was passiert, nachdem du das Haus verlässt? Dann beginnt eigentlich der zweite Teil meines Tages. Ich nehme meine Tasche, prüfe noch einmal, ob ich mein Handy, meine Schlüssel und meine Geldbörse dabei habe. Du prüfst das nur einmal? Nein, eigentlich 2 oder 3-mal. Manchmal gehe ich schon zur Tür und dann denke ich, habe ich wirklich meine Schlüssel? Das kenne ich. Ich öffne meine Tasche, sehe die Schlüssel, mache die Tasche wieder zu und 5 Sekunden später kontrolliere ich noch einmal. Genau. Ich glaube, viele Menschen machen das. Wie kommst du zur Arbeit? Das ist unterschiedlich. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich manchmal zu Fuß. Ich mag die frische Luft am Morgen. Manchmal nehme ich aber auch den Bus. Und wenn ich es eilig habe, fahre ich mit dem Auto. Ich fahre meistens mit dem Fahrrad. Wirklich? Jeden Tag? Fast jeden Tag. Ich finde, das ist gut für meine Gesundheit. Außerdem stehe ich nicht im Stau.
Das ist ein großer Vorteil. Ich mag Autofahren, aber morgens gibt es oft so viel Verkehr. Manchmal stehe ich 20 Minuten an derselben Stelle. Das würde mich verrückt machen. Mich manchmal auch. Dann höre ich Musik oder einen Podcast. So bin ich nicht ganz so genervt. Ich höre auf dem Fahrrad natürlich keine Musik. Ich möchte den Verkehr gut hören. Aber ich genieße die Ruhe. Vor allem, wenn die Straßen noch nicht so voll sind. Bist du schon einmal zu spät zur Arbeit gekommen? Oh ja. Einmal hatte mein Fahrrad einen platten Reifen. Ich musste den ganzen Weg zu Fuß gehen. Als ich angekommen bin, war ich fast 30 Minuten zu spät. Was hat dein Chef gesagt? Zum Glück hat er nur gelacht. Er meinte, das passiert jedem einmal. Und du? Ich bin einmal viel zu spät gekommen, weil ich verschlafen habe. Wirklich? Das überrascht mich gar nicht. Hey! Erzähl weiter. Ich habe abends meinen Wecker gar nicht gestellt. Am nächsten Morgen bin ich plötzlich aufgewacht, habe auf die Uhr geschaut und sofort gedacht, oh nein, ich bin so schnell aufgestanden, dass ich fast gestolpert wäre. Und das Frühstück? Gab es an diesem Tag nicht. Ich habe nur einen Kaffee mitgenommen. Natürlich. Kaffee geht immer. Genau. Ohne Kaffee kann ich nicht denken. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen das inzwischen. Bestimmt. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Sehr ordentlich. Ich mag es, wenn alles an seinem Platz ist. Auf meinem Schreibtisch stehen mein Computer, eine Lampe, eine Wasserflasche und natürlich… Lass mich raten, eine Kaffeetasse. Richtig. Wie hast du das nur gewusst? Das war wirklich schwierig. Und wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Nicht immer so ordentlich. Wenn ich viel Arbeit habe, liegen überall Notizen, Dokumente und Bücher. Am Ende des Tages räume ich aber alles wieder auf. Ich finde, ein sauberer Arbeitsplatz hilft beim Arbeiten. Da stimme ich dir zu. Man kann sich besser konzentrieren. Machst du während der Arbeit Pausen? Ja, das ist sehr wichtig. Nach ungefähr 2 Stunden stehe ich kurz auf, bewege mich, trinke Wasser oder gehe ein paar Minuten an die frische Luft. Das mache ich auch. Früher bin ich stundenlang sitzen geblieben. Am Abend hatten dann mein Rücken und mein Nacken Schmerzen. Heute bewege ich mich viel öfter. Viele Menschen vergessen das. Sie sitzen den ganzen Tag vor dem Computer. Und dann wundern sie sich, warum sie müde sind. Genau. Unser Körper braucht Bewegung, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Wann machst du Mittagspause? Meistens gegen 12 Uhr. Manchmal esse ich mit meinen Kollegen. Manchmal esse ich allein, wenn ich etwas Ruhe haben möchte. Was isst du normalerweise? Das ist unterschiedlich. Manchmal ein Sandwich, manchmal Reis mit Gemüse oder Nudeln. Ich versuche nicht jeden Tag Fastfood zu essen. Ich nehme mir oft Essen von zu Hause mit. Das spart Geld und meistens schmeckt es auch besser. Das mache ich auch oft. Vor allem, wenn ich am Abend vorher gekocht habe. Dann bleibt immer etwas übrig. Hast du schon einmal deine Mittagsessen zu Hause vergessen? Leider ja. Mehr als einmal. Und dann? Dann musste ich etwas kaufen. Einmal habe ich meine Lunchbox erst am Abend zu Hause auf dem Küchentisch gesehen. Das ist mir auch schon passiert. Man bereitet alles vor und dann bleibt das Essen einfach zu Hause. Oder man macht sich einen Kaffee und vergisst ihn zu trinken. Nein, das ist wirklich traurig. Hast du das schon erlebt? Ja, mehrmals. Ich stelle die Tasse auf den Tisch, arbeite, vergesse alles und eine Stunde später ist der Kaffee kalt. Das ist fast ein Verbrechen. Ich weiß. Dann mache ich mir einfach einen neuen Kaffee. Das habe ich mir fast gedacht. Weißt du, was ich an meinem Tagesablauf besonders mag? Was denn? Dass jeder Tag ein bisschen anders ist. Manchmal läuft alles nach Plan. Und manchmal passieren viele kleine Dinge, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Genau das macht den Alltag interessant. Kein Tag ist wie der andere. Man lernt neue Menschen kennen, löst Probleme, lacht gemeinsam und erlebt immer wieder kleine Überraschungen. Und genau deshalb ist der Tagesablauf für jeden Menschen ein bisschen anders. Jeder hat seine eigenen Gewohnheiten, seine eigenen Pausen und seine eigene Art, den Tag zu verbringen. Deshalb finde ich dieses Thema so spannend. Denn wenn wir über unseren Tagesablauf sprechen, lernen wir nicht nur neue Wörter, sondern erzählen auch etwas über unser Leben. Lukas, wir haben jetzt über den Morgen, den Weg zur Arbeit und die Mittagspause gesprochen. Aber der Tag ist dann noch lange nicht vorbei. Das stimmt. Nach der Arbeit beginnt für viele Menschen ein ganz anderer Teil des Tages. Wie ist das bei dir? Was machst du, wenn du nach Hause kommst? Als erstes ziehe ich meine Schuhe aus.
Dann lege ich meine Tasche weg und danach atme ich erst einmal tief durch. Das mache ich genauso. Nach einem langen Tag freue ich mich einfach, zu Hause zu sein. Genau. Zu Hause fühle ich mich ruhiger. Ich muss mich nicht beeilen. Ich kann einfach entspannen. Setzt du dich direkt auf das Sofa? Manchmal schon, aber nicht für lange. Wenn ich mich zu lange hinsetze, werde ich faul. Dann möchte ich gar nichts mehr machen. Oh, das kenne ich. Ich sage oft, ich ruhe mich nur 5 Minuten aus. Und plötzlich ist 1 Stunde vorbei. Diese berühmten 5 Minuten schon wieder. Ja, sie sind wirklich gefährlich. Was machst du nach der Arbeit? Das kommt auf den Tag an. Manchmal gehe ich einkaufen. Ich kaufe Gemüse, Obst, Brot, Milch und andere Dinge, die ich brauche. Machst du gern Einkäufe? Eigentlich ja. Ich schaue mir gern alles an. Aber wenn der Supermarkt voll ist, möchte ich am liebsten wieder nach Hause. Das mache ich lieber früh morgens oder später am Abend einkaufen. Dann sind nicht so viele Menschen dort. Das ist eine gute Idee. Kochst du jeden Tag? Nicht jeden Tag, aber ich versuche oft selbst zu kochen. Ich finde, selbstgekochtes Essen schmeckt einfach besser. Was kochst du am liebsten? Pasta, Reis, Hähnchen, Gemüse oder Suppe. Und manchmal probiere ich ein neues Rezept. Klappt das immer? Nicht immer. Einmal war meine Suppe so salzig, dass ich sie nicht essen konnte. Was hast du dann gemacht? Ich habe eine Pizza bestellt. Das ist eine gute Lösung. Und wie ist das bei dir? Ich koche auch gern, aber ich mache meistens einfache Gerichte. Wenn ich zu müde bin, koche ich etwas, das schnell fertig ist. Das verstehe ich. Nach einem langen Arbeitstag möchte niemand 2 Stunden in der Küche stehen. Ganz genau. Nach dem Abendessen räume ich die Küche auf. Ich mag es, wenn morgens alles sauber ist. Da sind wir verschieden. Manchmal sage ich, das mache ich morgen. Und machst du es wirklich morgen? Meistens ja. Meistens ist wieder ein interessantes Wort. Hey, heute ärgerst du mich wirklich oft. Das gehört doch zu unserem Podcast. Stimmt. Unsere Zuhörer würden sich wundern, wenn wir gar nicht lachen würden. Was machst du am Abend, wenn alle Aufgaben erledigt sind? Dann nehme ich mir Zeit für mich. Ich lese ein Buch, höre Musik, schaue eine Serie oder telefoniere mit meiner Familie. Und manchmal treffe ich mich mit Freunden in einem Café. Das klingt sehr schön. Ich verbringe meine Abende auch gern mit Freunden. Manchmal spielen wir Brettspiele. Manchmal sehen wir uns einen Film an. Oder wir sitzen einfach zusammen und unterhalten uns. Ich finde, solche Momente sind wichtig. Nicht jeder Abend muss spannend sein. Manchmal reicht ein gutes Gespräch. Da stimme ich dir vollkommen zu. Machst du abends noch Sport? Manchmal, wenn ich genug Energie habe, gehe ich joggen oder ins Fitnessstudio. Aber nicht jeden Tag. An manchen Tagen braucht mein Körper einfach Ruhe. Das ist wichtig. Viele Menschen denken, sie müssen jeden Tag alles perfekt machen, aber das stimmt nicht. Genau. Ein guter Tagesablauf bedeutet nicht, dass jeder Tag perfekt ist. Manchmal läuft alles gut und manchmal läuft nichts nach Plan. Das ist ganz normal. Ich glaube, das Wichtigste ist, nicht aufzugeben. Wenn heute etwas nicht klappt, kann man morgen wieder neu anfangen. Sehr schön gesagt. Und weißt du, was ich am Abend besonders mag? Was denn? Wenn ich vor dem Schlafengehen noch einmal über meinen Tag nachdenke. Ich frage mich, was heute gut war, was ich gelernt habe und worüber ich mich gefreut habe. Das ist eine schöne Gewohnheit. Ich glaube, wenn wir jeden Tag auch die kleinen, schönen Momente denken, werden wir viel glücklicher. Da hast du recht. Denn ein Tagesablauf besteht nicht nur aus Arbeit, Pflichten und Terminen. Er besteht auch aus kleinen Momenten, die uns zum Lächeln bringen. Und genau diese kleinen Momente machen einen ganz normalen Tag zu einem schönen Tag. Lukas, wir haben heute schon viel über den Tagesablauf gesprochen. Aber ich habe eine interessante Frage. Ich höre. Glaubst du, dass jeder Mensch den gleichen Tagesablauf haben sollte? Nein, überhaupt nicht. Jeder Mensch lebt anders. Jeder hat eine andere Arbeit, eine andere Familie und andere Gewohnheiten. Genau. Manche Menschen stehen um 5 Uhr auf. Andere arbeiten erst am Nachmittag oder sogar in der Nacht. Zum Beispiel Ärzte, Krankenpfleger,
Polizisten, Feuerwehrleute oder Menschen, die in Hotels arbeiten. Sie haben oft ganz andere Arbeitszeiten. Das stimmt. Und Studenten haben auch nicht jeden Tag den gleichen Stundenplan. Manchmal beginnt der Unterricht früh, manchmal erst später. Und Schüler haben natürlich auch ihren eigenen Tagesablauf. Sie stehen auf, frühstücken, gehen zur Schule, lernen, machen Hausaufgaben und spielen mit Freunden. Ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit. Jeden Morgen hat meine Mutter gesagt: Beeil dich, du kommst zu spät. Das habe ich auch oft gehört. Und trotzdem war ich manchmal zu spät. Das habe ich auch oft gehört. Und trotzdem war ich manchmal zu spät. Warum? Weil ich morgens einfach zu langsam war. Ich habe alles ganz ruhig gemacht. Ich war genau das Gegenteil. Ich habe alles in 5 Minuten gemacht. Aber dann habe ich oft etwas vergessen. Zum Beispiel? Einmal habe ich meine Schultasche zu Hause vergessen. Nein. Wirklich? Ja, ich war schon fast in der Schule. Dann habe ich gemerkt, dass ich gar keine Tasche dabei hatte. Ich musste wieder nach Hause laufen. Das ist wirklich lustig. Damals fand ich das gar nicht lustig. Das glaube ich. Ich habe einmal meine Sportschuhe vergessen. Alle anderen hatten Sportunterricht und ich musste einfach zusehen. Das war bestimmt langweilig. Sehr langweilig. Seit diesem Tag kontrolliere ich meine Tasche immer 2-mal. Eine gute Idee. Ich mache das heute auch. Wie sieht eigentlich dein Wochenende aus? Ist dein Tagesablauf dann anders? Ja, sehr. Am Wochenende stehe ich nicht so früh auf. Ich schlafe etwas länger. Danach frühstücke ich ganz in Ruhe, ohne Stress, ohne Eile. Das klingt sehr entspannend. Ja, manchmal lese ich am Morgen ein Buch oder ich sitze mit einer Tasse Kaffee auf dem Balkon. Ich genieße einfach die Ruhe. Ich mache am Wochenende oft Sport. Manchmal gehe ich wandern, manchmal fahre ich mit dem Fahrrad. Oder ich treffe meine Freunde. Machst du auch Hausarbeit? Natürlich, ich putze meine Wohnung, ich wasche meine Kleidung, ich bügele meine Hemden und manchmal kaufe ich für die ganze Woche ein. Ich glaube, Hausarbeit gehört auch zum Tagesablauf. Viele Menschen vergessen das. Ja, man muss die Wohnung putzen, den Müll rausbringen, die Pflanzen gießen oder das Bett beziehen. Das gehört für viele Menschen zum Alltag. Und manchmal macht man alles an einem Tag. Dann ist man am Abend wirklich müde. Das stimmt. Aber danach fühlt man sich auch zufrieden. Benutzt du eigentlich einen Kalender? Ja, jeden Tag. Ich schreibe wichtige Termine, Treffen und Aufgaben auf. Das hilft mir, nichts zu vergessen. Ich benutze mein Handy als Kalender. Wenn ich einen Termin habe, bekomme ich eine Erinnerung. Das finde ich sehr praktisch. Das machen, glaube ich, heute viele Menschen. Ja, aber manchmal sollte man das Handy auch weglegen. Da hast du recht. Viele Menschen schauen den ganzen Tag auf ihr Handy. Beim Frühstück, im Bus, in der Pause, beim Abendessen und sogar vor dem Schlafengehen. Ich versuche, das nicht zu oft zu machen. Wenn ich mit Freunden zusammen bin, möchte ich lieber mit ihnen sprechen, nicht mit meinem Handy. Das finde ich sehr wichtig. Ein gutes Gespräch ist oft viel schöner als 10 Minuten in den sozialen Medien. Absolut. Und weißt du, was ich an einem guten Tagesablauf am meisten mag? Nein, erzähl. An einem guten Tagesablauf mag ich am meisten, dass man Zeit findet für die wichtigen Dinge. Für die Familie, für Freunde, für Gesundheit, für Hobbys und natürlich auch zum Ausruhen. Sehr schön gesagt. Denn ein guter Tagesablauf besteht nicht nur aus Arbeit, er besteht auch aus Momenten, die uns glücklich machen. Genau. Jeder Mensch hat einen anderen Alltag. Aber ich glaube, wir alle möchten am Abend sagen können, heute war ein guter Tag. Und manchmal reichen schon kleine schöne Momente, damit ein ganz normaler Tag zu einem besonderen Tag wird. Lukas, wenn wir über den Tagesablauf sprechen, denken viele Menschen nur an Arbeit oder Schule. Aber es gibt noch so viele andere Dinge, die wir jeden Tag machen. Das stimmt. Ein Tag besteht nicht nur aus Arbeiten. Jeder Mensch hat viele kleine Aufgaben. Zum Beispiel gehen viele Menschen nach der Arbeit noch einkaufen. Sie kaufen Lebensmittel, Obst, Gemüse, Getränke oder Dinge für das Haus. Andere holen ihre Kinder von der Schule oder vom Kindergarten ab. Dann essen sie gemeinsam zu Abend. Sie sprechen über ihren Tag und verbringen Zeit miteinander. Viele Menschen gehen am Nachmittag auch spazieren. Manche gehen allein, andere gehen mit ihrem Hund oder mit Freunden. Es gibt auch Menschen, die nach der Arbeit Sport machen.
Sie gehen ins Fitnessstudio, spielen Fußball, schwimmen, laufen, tanzen oder fahren Fahrrad. Und manche Menschen lernen nach der Arbeit noch etwas Neues. Sie lernen Deutsch, Englisch oder eine andere Sprache. Andere lesen Bücher oder machen einen Online-Kurs. Das finde ich sehr interessant. Man lernt nie aus. Auch Erwachsene können jeden Tag etwas Neues lernen. Ganz genau. Und viele Menschen haben Hobbys. Sie fotografieren, zeichnen, kochen, backen, nähen, spielen Gitarre oder hören Musik. Ich kenne jemanden, der jeden Abend 1 Stunde Schach spielt. Das hilft ihm, sich zu entspannen. Ich kenne eine Freundin, die jeden Abend vor dem Schlafengehen 20 Minuten liest. Sie sagt, dass sie dadurch viel besser schläft. Das glaube ich. Viele Menschen schauen vor dem Schlafengehen zu lange auf ihr Handy. Danach können sie oft nicht gut einschlafen. Das passiert leider auch mir. Ich möchte nur kurz eine Nachricht lesen und plötzlich ist eine halbe Stunde vorbei. Das kennen wahrscheinlich fast alle Zuhörer. Bestimmt. Aber ich versuche, mein Handy früher wegzulegen. Dann schlafe ich viel besser. Am Abend telefonieren viele Menschen auch mit ihrer Familie oder mit Freunden. Man erzählt, wie der Tag war, was passiert ist oder was man am nächsten Tag machen möchte. Ich finde, das ist eine schöne Gewohnheit. Man bleibt mit den Menschen, die man liebt, in Kontakt. Einige Menschen schreiben am Abend auch ihren Plan für den nächsten Tag. So vergessen sie keine wichtigen Termine. Das mache ich auch manchmal. Ich schreibe eine kleine Liste. Zum Beispiel einkaufen, Sport machen, Deutsch lernen, die Wohnung putzen und meine Eltern anrufen. Eine To-Do-Liste hilft wirklich. Wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, mache ich ein Häkchen. Das macht mich immer glücklich. Mich auch. Man hat das Gefühl, dass man etwas geschafft hat. Und dann kommt langsam der letzte Teil des Tages. Genau. Viele Menschen duschen am Abend. Andere duschen lieber am Morgen. Das ist ganz unterschiedlich. Danach ziehen viele ihren Schlafanzug an, putzen ihre Zähne, waschen ihr Gesicht und bereiten sich auf das Schlafen vor. Ich öffne vor dem Schlafengehen noch einmal das Fenster. Ich mag frische Luft im Schlafzimmer. Ich stelle meinen Wecker für den nächsten Morgen, denn ich möchte nicht verschlafen. Das ist eine gute Idee. Ich kontrolliere meinen Wecker sogar 2-mal. Sehr vernünftig. Dann lege ich mein Handy weg, mache das Licht aus und gehe schlafen. Ich denke oft noch kurz über meinen Tag nach. Was war schön, was war schwierig und worüber habe ich gelacht? Das mache ich auch manchmal. Ich bin dankbar für die kleinen Dinge. Für ein gutes Gespräch, für leckeres Essen, für meine Familie, für meine Freunde und dafür, dass ich einen schönen Tag hatte. Ich glaube, das ist eine sehr gute Gewohnheit. Denn nicht jeder Tag ist perfekt, aber jeder Tag hat etwas Schönes. Ganz genau. Und deshalb ist jeder Tagesablauf ein bisschen anders. Manche Menschen arbeiten früh, andere spät. Manche lernen, andere reisen. Manche treiben Sport, andere lesen Bücher. Aber am Ende möchten wir alle gesund sein, glücklich sein und den Tag mit einem Lächeln beenden. Da hast du absolut recht. Ein guter Tagesablauf muss nicht perfekt sein. Er sollte einfach zu unserem Leben passen und uns glücklich machen. Lukas, ich kann kaum glauben, dass wir schon fast am Ende unserer heutigen Folge sind. Ja, die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer heute viele neue Wörter und Ausdrücke gelernt haben. Das hoffe ich auch. Aber bevor Alex kommt, habe ich noch eine kleine Idee. Oh, ich bin gespannt. Welche Idee? Lass uns doch eine kleine Sprechprüfung machen. So wie in einer echten Deutschprüfung. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht hilft das unseren Zuhörern, wenn sie selbst eine Prüfung machen müssen. Genau. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest mit einer längeren Antwort, so wie in einer mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Ja, natürlich. Los geht's. Meine Frage ist: Wie sieht dein Tagesablauf aus? Erzähle bitte über deinen typischen Tag. Mein Tagesablauf beginnt jeden Morgen um 6:30. Wenn mein Wecker klingelt, stehe ich auf und öffne zuerst das Fenster. Danach mache ich mein Bett, gehe ins Badezimmer, putze meine Zähne, dusche und ziehe mich an. Anschließend frühstücke ich. Meistens esse ich Brot mit Käse, eine Banane und trinke Tee. Danach fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Während der Arbeit erledige ich meine Aufgaben und mache kleine Pausen.
In der Mittagspause esse ich mit meinen Kollegen und trinke viel Wasser. Nach der Arbeit gehe ich manchmal einkaufen, treibe Sport oder treffe Freunde. Am Abend koche ich oft selbst und telefoniere mit meiner Familie. Bevor ich schlafen gehe, lege ich mein Handy weg, denke kurz über meinen Tag nach und gehe gegen 10:30 ins Bett. Ich finde, ein guter Tagesablauf ist sehr wichtig, weil man dadurch mehr Zeit für Arbeit, Familie, Freunde und Hobbys hat. Sehr gut, Lukas. Das war eine wirklich schöne Antwort. Jetzt bin ich dran, oder? Genau, jetzt wechseln wir die Rollen. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Ich bin bereit. Meine Frage lautet: Wie sieht dein Tagesablauf aus? Erzähle bitte über deinen typischen Tag. Mein Tagesablauf ist jeden Tag ein bisschen anders. Normalerweise stehe ich gegen 7 Uhr auf. Als erstes lüfte ich mein Zimmer, mache mich fertig und frühstücke. Natürlich trinke ich auch eine Tasse Kaffee. Danach fahre ich zur Arbeit. Während der Arbeit versuche ich, konzentriert zu sein und alle Aufgaben gut zu erledigen. In der Mittagspause esse ich etwas und spreche mit meinen Kollegen. Nach der Arbeit gehe ich manchmal einkaufen oder spazieren. Wenn ich Zeit habe, treffe ich Freunde oder lese ein interessantes Buch. Am Abend koche ich oft selbst und telefoniere mit meiner Familie. Bevor ich schlafen gehe, lege ich mein Handy weg, denke kurz über meinen Tag nach und gehe gegen 10:30 ins Bett. Ich finde, ein guter Tagesablauf ist sehr wichtig, weil man dadurch mehr Zeit für Arbeit, Familie, Freunde und Hobbys hat. Sehr gut, Mia. Das war eine perfekte Antwort für eine mündliche Prüfung. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt selbst über ihren Tagesablauf auf Deutsch sprechen können. Und jetzt ist es endlich Zeit für unseren Lieblingsmoment. Wie immer wartet Alex schon auf euch und erklärt die wichtigsten Wörter aus unserer heutigen Folge. Hallo zusammen, ich bin Alex. Keine Sorge, ich habe euch natürlich nicht vergessen. Willkommen zurück zu unserer kleinen Vokabelecke beim German Vibes Podcast. Heute lernen wir wieder wichtige Wörter aus unserer heutigen Folge. Ich erkläre jedes Wort ganz langsam. Ich gebe euch eine einfache Erklärung, ein Beispiel und danach könnt ihr das Wort laut wiederholen. Seid ihr bereit? Dann fangen wir direkt an. Der Tagesablauf. Der Tagesablauf bedeutet, wie unser Tag von morgens bis abends aussieht. Zum Beispiel, mein Tagesablauf beginnt jeden Morgen um 7 Uhr. Tagesablauf. Noch einmal? Tagesablauf. Sehr gut. Aufstehen. Aufstehen bedeutet, das Bett zu verlassen und den Tag zu beginnen. Zum Beispiel, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Aufstehen. Noch einmal? Aufstehen. Sehr gut. Der Wecker. Ein Wecker ist ein Gerät, das uns morgens weckt. Zum Beispiel, mein Wecker klingelt jeden Morgen um 6:30. Wecker. Noch einmal? Wecker. Sehr gut. Frühstücken. Frühstücken bedeutet, am Morgen etwas zu essen. Zum Beispiel, ich frühstücke jeden Tag mit meiner Familie. Frühstücken. Noch einmal? Frühstücken. Sehr gut. Duschen. Duschen bedeutet, den Körper mit Wasser zu waschen. Zum Beispiel, ich dusche jeden Morgen vor der Arbeit. Duschen. Noch einmal? Duschen. Sehr gut. Sich anziehen. Sich anziehen bedeutet, Kleidung anzuziehen. Zum Beispiel, nach dem Duschen ziehe ich mich an. Anziehen. Noch einmal? Anziehen. Sehr gut. Das Frühstück. Das Frühstück ist die erste Mahlzeit am Tag. Zum Beispiel, ein gutes Frühstück gibt uns Energie. Frühstück. Noch einmal? Frühstück. Sehr gut. Zur Arbeit fahren? Zur Arbeit fahren bedeutet, zur Arbeitsstelle zu gehen oder zu fahren. Zum Beispiel, ich fahre jeden Morgen mit dem Bus zur Arbeit. Zur Arbeit fahren. Noch einmal? Zur Arbeit fahren. Sehr gut. Die Pause. Eine Pause bedeutet, dass man sich kurz ausruht. Zum Beispiel, in der Pause trinke ich einen Kaffee. Pause. Noch einmal? Pause. Sehr gut. Die Mittagspause. Die Mittagspause ist die Pause am Mittag. Zum Beispiel, in der Mittagspause esse ich mit meinen Kollegen. Mittagspause. Noch einmal? Mittagspause. Sehr gut. Einkaufen.
Einkaufen bedeutet, Lebensmittel oder andere Dinge zu kaufen. Zum Beispiel, nach der Arbeit gehe ich einkaufen. Einkaufen. Noch einmal, einkaufen. Sehr gut. Kochen. Kochen bedeutet, Essen zuzubereiten. Zum Beispiel, am Abend koche ich für meine Familie. Kochen. Noch einmal, kochen. Sehr gut. Spazieren gehen. Spazieren gehen bedeutet, langsam zu Fuß zu gehen und frische Luft zu genießen. Zum Beispiel, nach dem Abendessen gehe ich spazieren. Spazieren gehen. Noch einmal, spazieren gehen. Sehr gut. Sport treiben. Sport treiben bedeutet, den Körper regelmäßig zu bewegen. Zum Beispiel, ich treibe 3-mal pro Woche Sport. Sport treiben. Noch einmal, Sport treiben. Sehr gut. Sich entspannen. Sich entspannen bedeutet, ruhig zu werden und neue Energie zu bekommen. Zum Beispiel, am Abend entspanne ich mich auf dem Sofa. Entspannen. Noch einmal, entspannen. Sehr gut. Lesen. Lesen bedeutet, ein Buch, eine Zeitung oder einen Text zu lesen. Zum Beispiel, vor dem Schlafengehen lese ich ein Buch. Lesen. Noch einmal, lesen. Sehr gut. Das Handy. Ein Handy ist ein mobiles Telefon. Zum Beispiel, ich benutze mein Handy jeden Tag. Handy. Noch einmal, Handy. Sehr gut. Schlafen gehen. Schlafen gehen bedeutet, ins Bett zu gehen, um zu schlafen. Zum Beispiel, ich gehe jeden Abend um 10 Uhr schlafen. Schlafen gehen. Noch einmal, schlafen gehen. Sehr gut. Die Gewohnheit. Eine Gewohnheit bedeutet, dass man etwas regelmäßig macht. Zum Beispiel, jeden Morgen Wasser zu trinken ist eine gute Gewohnheit. Gewohnheit. Noch einmal, Gewohnheit. Sehr gut. Pünktlich. Pünktlich bedeutet, nicht zu spät zu kommen. Zum Beispiel, ich komme jeden Tag pünktlich zur Arbeit. Pünktlich. Noch einmal, pünktlich. Super gemacht. Jetzt kennt ihr 20 wichtige Wörter zum Thema Tagesablauf. Versucht, diese Wörter heute noch in eigenen Sätzen zu benutzen. So werdet ihr sie viel schneller lernen und nicht mehr vergessen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Passt gut auf euch auf, bleibt motiviert und lernt jeden Tag ein bisschen Deutsch. Bis zur nächsten Folge vom German Vibes Podcast. Tschüss und bis bald. Vielen Dank, dass ihr heute bis zum Ende mit uns dabei wart. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr viele neue Wörter und Ausdrücke gelernt habt. Wir hoffen außerdem, dass ihr jetzt viel sicherer über euren eigenen Tagesablauf auf Deutsch sprechen könnt. Denkt daran, Deutsch lernt man nicht nur durch Zuhören, sondern vor allem durch Sprechen. Habt also keine Angst, Fehler zu machen. Mit jeder Übung werdet ihr besser. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Abonniert unseren Kanal German Vibes Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Schreibt uns auch unten in die Kommentare. Wie sieht euer Tagesablauf aus? Wann steht ihr auf? Was macht ihr nach der Arbeit oder nach der Schule? Und was macht ihr am liebsten in eurer Freizeit? Wir freuen uns immer, eure Kommentare zu lesen. Und vergesst nicht, wenn eure Sprache bei den Untertiteln noch nicht verfügbar ist, schreibt sie einfach in die Kommentare. Wir versuchen, so viele Sprachen wie möglich hinzuzufügen, damit jeder mit uns Deutsch lernen kann. Vielen Dank für eure Unterstützung. Sie bedeutet uns wirklich sehr viel. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg beim Deutschlernen und bis ganz bald. Mia und Lukas zusammen, vielen Dank fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bleibt motiviert und wir sehen uns in der nächsten Folge vom German Vibes Podcast. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald.